Aua, oh, die ist noch voll heiß. So ein leckerer Kuchen ist gut für die Seele. Der Gugelhupf in seiner schönsten Form und mit einer altbewährten Füllung. Eine Mischung aus weißem und braunem Teig, überzogen mit einer warmen Schokoladenglasur, kann man ganz sicher nicht widerstehen. Oder was meint ihr? Schokolade obendrauf und Nutella innen drin. Und sonst braucht man gar nicht viele Zutaten dann für diesen leckeren Klassiker. Eigentlich ja der Trockenkuchen, aber so trocken ist er gar nicht. Hallihallo zum Sonntagabendrezept. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir machen heute einen Marmorkuchen. Und wie der so richtig saftig wird, das zeige ich euch jetzt. Und dazu braucht ihr 350 Gramm Mehl, 150 Gramm Zucker, 250 Gramm Butter, 6 glückliche Eier, ein Päckchen Vanillezucker, eine Prise Salz, ein Päckchen Backpulver, 20 Gramm Backkakao, 100 Gramm Zartbitterkuvertüre, 100 Gramm Vollmilchkuvertüre, 2 gute Esslöffel Nuss-Nougat-Creme, ein paar Esslöffel Milch und ein bisschen Mehl zum Bestäuben für die Backform. Die Zutaten sind jetzt alle berechnet für diese schöne Hefekranz-Backform. Und die kann man auch benutzen für so einen tollen Marmorkuchen oder für einen Zitronenkuchen. Ich fand die ganz nett. Also ihr könnt auch einen Hefekranz damit machen oder eben halt einen Kuchen backen. Und die Mengenangaben sind dafür eben ausgerechnet. Die hat 32 cm Durchmesser, also schon ziemlich groß. Und die bereiten wir uns dann später vor. Die müssen wir noch ein bisschen fetten, mit Mehl ausstäuben, dass nichts hängen bleibt. Und jetzt fangen wir an mit der Butter. Die kommt als erstes in die Küchenmaschine und wird mit dem Zucker dann schaumig geschlagen. Also ihr könnt, wie gesagt, auch alle Küchengeräte verwenden, die ihr zu Hause habt, Handrührgerät, egal. Auf jeden Fall immer darauf achten, dass alles schön immer fluffig und schaumig ist. Gucke mal rein, wie schön schaumig das jetzt ist, beziehungsweise nicht schaumig, aber schön cremig. Und jetzt brauchen wir dann die Eier. Und die müssen wir uns jetzt dann aufschlagen und nach dazugeben. Und dann rühren wir nochmal weiter, bis alles so richtig schön cremig ist. Und den Vanillezucker habe ich ja auch schon rein, habt ihr gesehen? Ja, jetzt sind wir weiter mit die glücklichen Eier. Jetzt muss ich mal da gucken, weil zwischendurch muss man immer mal hier so ein bisschen vom Rand alles ein bisschen wegholen. Das klebt die Butter jetzt da dran. Die muss natürlich in den Teig rein. Drum, das ist gar nicht schlimm, das ist oft der Fall. Einfach mal ordentlich umrühren und dann geht es schon wieder weiter. Der Teig ist jetzt soweit fertig. Jetzt bereiten wir uns schon mal die Backform vor. Die streiche ich immer mit so einem Silikonpinsel und ein bisschen ganz weicher Butter ein. So schön gleichmäßig, dass nichts vom schönen Teig drin hängen bleibt. Schön auch hier innen da den Rand, den Ring mit einpinseln. Und dann nehmt ihr euer Mehl, so 1, 2 Esslöffel, und die schüttet man dann auch noch so rein und verteilt es schön. Das gibt auch noch mal zusätzlich die Sicherheit, dass unser Kuchen dann am Ende nicht kleben bleibt. Das wird dann einfach so ein bisschen gewackelt und geschüttelt. Rundherum. Am besten ist natürlich, man macht es über dem Waschbecken, dass man nicht sich seine Arbeitsplatte einsaut. Aber wenn man mit Mehl arbeitet, ist es egal. Wisst ihr was? Jetzt mache ich es doch lieber über dem Waschbecken. Und dann schüttet man das einfach hier so vor. Und dann haben wir komplett alles mit Mehl bestäubt. Der Teig ist jetzt soweit fertig. Da können wir jetzt dann die Hälfte davon in unsere Form einfüllen. Und die andere Hälfte die machen wir uns jetzt dann so richtig schön schokoladig und saftig mit Nutella und Schokoladenpulver. Und achtet halt drauf, dass ihr auch wirklich nur die Hälfte nehmt.
those days we were young and had nothing to do. I used to pick you up and drive to a place we could talk for hours. Sometimes we'd run out of words to say. Lecker Schokoladencreme. Und die ist richtig, richtig fein. Ihr werdet sehen. Und die kommt jetzt dann auch noch damit drauf. Und das wird so ein richtig schöner Marmorkuchen. Da freut sich dann die Oma. I felt the taste of your lipstick, even the breath of your ripped jeans. I can still see it all. Und der Clou bei der ganzen Sache ist jetzt, dass wir dem Teig jetzt natürlich dann noch ein bisschen eine Marmorierung verpassen müssen. Und zwar mit einer ganz einfachen Gabel. Die nehmen wir jetzt hier und heben den Teig einfach so ineinander unter. Never trip and fall. We never trip and fall. Trip and fall. Lying to our parents of our Verführt mich ja immer trotzdem. Ich mache es jetzt einfach. Lecker. Echt. Der Teig schmeckt schon super. Und so, wie der Kuchen jetzt ist, muss er dann in den Ofen bei Ober- und Unterhitze für 160 Grad, so circa 50 Minuten. 'Cause we always had each other, always had each other, always had each other. We always had each other. Der Kuchen ist jetzt fast fertig. Der Ofen piepst nämlich auch gleich. Hab ich's doch gewusst. Oh. Und jetzt können wir dann schon mal die Kuvertüre auf jeden Fall auch auflösen. Und zwar habe ich hier so einen kleinen Topf. Da ist Wasser drin und oben in die Schale kommt dann die Kuvertüre rein. Und dann erhitzen wir das Wasser und lassen die Schokolade langsam schmelzen. Und jetzt muss ich dann auch meinen Kuchen gleich rausnehmen. Ach, der ist so richtig schön lecker. Das riecht so gut. Wahnsinn. Herrlich. Jetzt habe ich hier meinen Rost noch zum Abkühlen. Da tut man dann drauf. Und jetzt sagt mir mal einer, dass der nicht wirklich richtig toll aussieht. So richtig schön marmoriert und so ein bisschen aufgeplatzt. Und ihr müsst auch immer dann darauf achten, wenn ihr die Form füllt. Ihr habt wahrscheinlich vorhin schon auch immer das Gefühl gehabt, beim Einfüllen ist es zu wenig. Aber nee, ihr seht, mit dem Backpulver, das ploppt so richtig schön hoch. Und jetzt ist die Form auch genau passend. Und der Kuchen hat die richtige Größe. Jetzt können wir den Kuchen dann auch gleich umdrehen. Da brauche ich aber noch mal meine Lappen, weil der ist noch ziemlich heiß. Dazu lege ich jetzt einfach hoppala, mein Gitter hier drauf. Und das da auch. Und dann nehme ich ihn hier und drehe ihn schon mal um. Aua, oh, die ist noch voll heiß. Also das müssen wir jetzt noch mal lassen. Oh, der muss noch ein bisschen auskühlen, noch nicht gleich rausnehmen, beziehungsweise den Kuchen auslösen, erst wenn es ein bisschen abgekühlt ist. Da warten wir jetzt mal drauf. Inzwischen löst sich hier die Schokolade schon schön auf und dann tun wir unser Küchlein schön mit Schokolade einpinseln. Und voilà, fertig ist unser leckerer Marmorkuchen. Das ist echt eine Schokoladenexplosion, das glaubt ihr gar nicht. Das riecht so fein nach Schokolade und das Nutella da drin und diese Marmorierung. Da bin ich jetzt natürlich riesig drauf gespannt, wie der von innen aussieht, oder? Ihr doch bestimmt auch. Und darum schneiden wir uns jetzt mal so Stückchen raus.
So ein nettes Stückchen Kuchen mit einer individuellen Marmorierung, weil darum heißt er auch Marmorkuchen, ist uns doch wirklich gut gelungen. Und da ist jeder ein Einzelstück und man freut sich immer wieder. Ein echter Klassiker und den muss jeder auch können und der ist wirklich gelingsicher. Probiert es mal aus. Ich habe mich riesig gefreut, dass ihr dabei wart und zugeschaut habt, Leute. Und wenn du das erste Mal heute zuschaust, hier kann man abonnieren und auch das Glöckchen aktivieren. Dann verpasst auch du kein Rezept mehr, weil wir sehen uns Mittwoch und Sonntag immer wieder. Ich freue mich riesig auf euch, Leute. Servus, macht's gut und ich genieße jetzt meinen Kuchen. Ciao!